Auf Komodo leben heute 5000 Warane. Doch der internationale Tierhandel und die fortschreitende Zerstörung der natürlichen Umwelt, selbst in diesem entlegenen Teil der Erde, bedrohen die Drachen. Für die französische Zoologin Nicole Villottot ist der Schutz der Komodo-Warane zum Lebensinhalt geworden. Von Kindheit an sind Echsen ihre Leidenschaft. Die relativ kleine Insel Komodo ist nicht sehr beeindruckend, aber sie ist die Heimat dieses Fabelwesens. Schon immer habe ich davon geträumt, in der Zeit der Dinosaurier zu leben. Ich wünschte mir, den Stegosaurus, den Triceratops und all die fantastischen Tiere mit eigenen Augen zu sehen. Die Warane gehören zu den letzten Überlebenden der Urzeit. Als ich hier ankam, wusste ich sofort, das ist meine Insel. Zuerst konnte ich nicht sagen, was ich hier eigentlich suchte. Irgendetwas zog mich magisch an. Ich bin für meine Entscheidung, hierher zu kommen, wirklich belohnt worden. Nicole Villottot fühlte sich auf Komodo in ein frühes Erdzeitalter zurückversetzt. In eine Welt, die noch nicht vom Menschen kontrolliert wurde. Ihr größter Wunsch war es, diesen Urzeitwesen so nahe zu kommen wie niemand vorher. Heute werden die Wohnhöhlen der Drachen vermessen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Varanarten graben die Komodo-Warane ihre Baue selbst. Es ist nicht ungefährlich, so nah an ihre Höhlen heranzugehen. Zwar sind sie in der Regel tagsüber auf Jagd, doch Yusuf schließt nicht aus, dass doch vielleicht einer zurückgeblieben ist. Das ist sehr tief. Nur widerwillig lässt der Ranger die waghalsige Zoologin gewähren. Er weiß inzwischen, dass er sie nicht bremsen kann. Auf zur nächsten Höhle. Komodo-Warane besiedeln alle Zonen der Insel. Sie kommen in den Grassteppen des Hochlandes ebenso vor wie in den dichten Wäldern im Tal. Erwachsene Warane sind nicht scheu. Auf ihren Streifzügen dringen sie bis zu den menschlichen Siedlungen vor. Ich war damals noch eine junge Frau, doch ich erinnere mich noch so genau, als sei es gestern passiert. Wir brauchten Holz, um das Dach unseres Hauses zu reparieren. Mein Bruder Usman und sein Freund Ismail gingen deshalb in den Wald, um Bäume zu fällen. Plötzlich tauchte einer dieser Drachen auf. Es war ein Riese, über 3 Meter lang. Der Varan griff ohne zu drohen an. Er biss Ismail sofort in den Hals. Mein Bruder versuchte noch, seinem Freund zu Hilfe zu kommen, doch als immer mehr Drachen aus dem Unterholz auftauchten und auch ihn angriffen, ist er geflohen. Im Dorf holte er Verstärkung. Alle Männer bewaffneten sich mit Knüppeln und rannten in Windeseile los, um Ismail zu helfen. Doch sie kamen zu spät. Er war wie vom Erdboden verschwunden. Die Drachen hatten ihn mit Haut und Haaren verschlungen. Solche Geschichten sind keine Erfindungen der Einheimischen. Das weiß man spätestens seit Anfang der 70er Jahre, als ein Rettungstrupp tagelang einen Schweizer Touristen suchte, der von seinem Ausflug in die Wildnis nicht zurückgekehrt war. Alles, was man von ihm fand, waren seine Brille und sein Fotoapparat. Der Tag bricht an. Wieder hat sich Nicole Villottot eine Menge vorgenommen. Sie will zu den Hängen des Mount Goreng im Innern der Insel aufbrechen. Dort soll es nach Auskunft der Ranger die größten Drachen geben. Ein 5-stündiger Fußmarsch liegt vor ihnen, quer durch dichte Wälder und sengend heiße Grassteppen. Am Mittag haben die Forscher den Hochwald erreicht. Stechender Aasgeruch hängt in der Luft. Im dichten Unterholz muss ein Kadaver liegen.
Vorsicht ist geboten, denn irgendwo in der Nähe müssen die Drachen sein. Ein riesiges Männchen steht plötzlich vor mir. So ein Riesentier habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich gehe auf ihn zu, überschreite seine Fluchtdistanz und weiß genau, dass ich ihn damit herausfordere. Zum Umkehren ist es nun zu spät. Ich muss ruhig bleiben, so als ob ich zur Landschaft gehöre. Er soll spüren, dass ich stark bin. Die Angst schnürt mir die Kehle zu. Was passiert, wenn der Drache meine Furcht spürt? Hat er verstanden, dass ich nicht als Feind gekommen bin? Er lässt mich wirklich gehen. Während der Trockenzeit gleicht die Insel Komodo einem Backofen. 40 Grad im Schatten ist noch eine angenehme Temperatur. 8 Monate lang fällt kein einziger Tropfen Regen. Die meisten Wasserlöcher, an denen die Tiere trinken können, trocknen aus. Um die lebensbedrohende Trockenzeit zu überstehen, haben die Tiere hier die unterschiedlichsten Strategien entwickelt. Frösche zum Beispiel graben sich tief in die Erde ein und verfallen in eine Starre, so wie bei uns die Lurche im Winter. Wie bei allen Kriechtieren hängt die Körpertemperatur auch bei den Varanen von der Umgebung ab. Damit sie keinen Hitzschlag bekommen, müssen sie während der heißen Zeit hin und wieder den Schutz kühlerer Felsspalten suchen. Durch die unerträgliche Hitze in der Trockenzeit verändert sich das Verhalten der Echsen. Sie sind träge und gehen nur noch selten auf Jagd. Meist werden sie erst abends munter, dann suchen sie nach verdursteten und verhungerten Tieren. Warane haben einen ausgesprochen dehnbaren Magen und sind Meister im Schnellfressen. Erwachsene Tiere können in einer Minute mehr als 3 Kilo Fleisch runterschlingen. Wenn der Wind günstig steht, können die Echsen einen Kadaver auf 3 Kilometer Entfernung riechen. Die Zunge arbeitet wie ein Detektor. Sie fängt die Moleküle aus der Luft auf und führt sie zum Gaumendach, wo das eigentliche Geruchsorgan liegt. Diese Nase, bei den Varanen heißt sie das Jakobsonsche Organ, ist 1000-mal empfindlicher als die menschliche Nase. In der Mittagshitze taucht plötzlich ein großes Männchen auf und rennt am Versteck der Forscher vorbei. Ein ungewöhnliches Verhalten bei diesen Temperaturen. 2 Kilometer bis zum Strand ist er gelaufen und dort liegt tatsächlich eine tote Hirschkuh. Eindrucksvoller lässt sich kaum demonstrieren, wie spürsicher die Nase eines Varans ist. Der Drachen beginnt sofort zu fressen. Wie erwartet, reißt er zuerst die weiche Bauchdecke auf, um Därme und andere Innereien zu verschlingen.
Nicole Villottot ist fasziniert. Auf diese Bilder hat sie seit Monaten gewartet. Während ihr Begleiter Yusuf erschöpft am Strand geblieben ist, bricht sie nochmal allein in den Wald auf. Sie ist mit der Ausbeute des Tages noch nicht zufrieden, denn sie hat einer Fotozeitschrift sensationelle Bilder versprochen. Eine Kobra. Fast hätte sie das hochgiftige Reptil übersehen. So eine Begegnung kann leicht tödlich ausgehen. Das eigentliche Wesen der Reptilien lernte ich kennen, als ich einen Angriff einer Drachenmeute auf einen hilflosen Hirschbullen beobachten konnte. Ich war aschfahl, als wäre ich gerade Zeuge eines heimtückischen Mordes geworden. Doch dann hätte mir der Mörder wenigstens nicht so ungerührt ins Auge gesehen wie diese Echsen. Vielleicht war es der Eindruck dieser kühlen, unerschütterlichen Arroganz, die mich derart aus der Fassung brachte. Nur wusste ich als Wissenschaftlerin allzu gut, dass all die bösartigen Gefühle, die ich den Echsen anzudichten versuchte, meine eigenen waren. Die Warane gingen nur ihrem Instinkt auf einfache und ganz direkte Weise nach. Die Drachen wussten nichts von dem Entsetzen, der Schuld und Widerwärtigkeit, die ich in sie hineininterpretierte. Also prallten all diese Empfindungen, gespiegelt in diesen unbeweglichen, desinteressierten Augen, auf mich zurück. Ich war von meinem eigenen Spiegelbild so erschrocken, dass ich minutenlang stumm unter einem Baum saß, auf die durcheinander kriechenden Tiere starrte und über die menschliche Seele nachdachte. Zugegeben, auch mir haben diese Tiere mit ihren gewaltigen Mäulern und scharfen Klauen zuerst Angst eingejagt. Vielleicht hätten sie mich in Stücke reißen können. Ich fand es auch nicht gerade appetitlich, dass sie mit Vorliebe auf Friedhöfen Tote ausgraben. Doch ich hatte das Wesen der Drachen endlich begriffen, wusste, wie ich ihnen begegnen musste. Nach ein paar Monaten auf der Insel konnte ich das bedingungslose Vertrauen einiger Tiere gewinnen. Es rührt mich jedes Mal, wenn sich diese mächtigen Drachen mit der schwingenden und entschlossenen Gangart von Schlägern auf mich zubewegen und ihre langen, gespaltenen Zungen vor- und zurückschnellen. Sie wollen fressen und nehmen mich mit all ihren Sinnen wahr. Für mich sind dies die schönsten Augenblicke meiner Arbeit mit den Tieren. Beim Fressen versteht ein Drache keinen Spaß. Eine einzige unbedachte Bewegung kann einen Angriff auslösen. Doch Füttern ist für meine Arbeit sehr wichtig. Es ist sozusagen die Eintrittskarte in das Reich dieser Fabelwesen. Die meisten Menschen halten Echsen für Fressmaschinen, denen es egal ist, was sie herunterschlingen. Doch das stimmt nicht. Es gibt wahre Gourmets unter ihnen. Für 2 meiner Männchen muss ich jeden Tag gekochte Eier mitnehmen. Doch noch lieber fressen sie frisch geschlachtete Hühner.
Die Komodo-Warane sind keine mordlüsternen Bestien, sondern töten nur, um selbst zu überleben. In der Natur ist kein Platz für Sentimentalität. Mitleid mit dem Opfer gibt es nicht. Es herrschen eigene Gesetze, das muss jeder einmal bedingungslos begreifen, der sich wissenschaftlich mit Tieren beschäftigt. Nie zuvor hat ein Mensch gewagt, sich unbewaffnet in einer Gruppe ausgewachsener Komodo-Warane zu bewegen. Für Nicole Villotot haben die mächtigen Echsen ihren Schrecken verloren. Sie hat das Wesen dieser Kaltblüter kennengelernt, kann ihr Verhalten im Voraus abschätzen. Die Bewohner von Komodo nennen die engagierte Zoologin ehrfurchtsvoll die Drachenfrau. Durch ihren Mut konnte die Zoologin auch wissenschaftlich neue Wege beschreiten. So müssen die Warane nicht mehr wie früher betäubt werden, wenn man sie für Untersuchungen markieren möchte oder Daten wie Gewicht und Länge bestimmen will. Friss nicht meinen Stiefel auf. Das sind schon mal 1,50 Meter. Genau 2,40 Meter. Es ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis, wenn ich die Warane morgens in ihren Revieren besuche. Wenn ich einen nach dem anderen kommen sehe, dann möchte ich einfach auf sie zulaufen, einen von ihnen schnappen und fest an mich drücken. Ich weiß, dass sie zu mir kommen, weil ich sie füttere. Doch da ist mehr zwischen uns. Ich bin einfach stolz, dass diese mächtigen Drachen mich akzeptieren.
Soll ich mit dir herumkrabbeln? Bist du etwa kitzlig? Ich kann nicht anders. Ich muss sie einfach ärgern, streicheln und am Schwanz ziehen. Je mehr ich den Tieren von meiner Zärtlichkeit gebe, desto stärker wird das Band zwischen uns. Ich zeige den Drachen meine Zuneigung und sie spüren das. Sie merken sehr wohl, ob man ihnen Gutes oder Böses will. Die Tiere sind mein ganzes Leben. Ich werde sie niemals verraten. Mach mal kurz die Augen zu. Na, mein großer Anführer. Das ist ja widerlich. Was hast du denn da für ein großes Viech? Ich liebe die Drachen. Es ist für mich unerträglich, dass jedes Jahr Dutzende von ihnen in absichtlich gelegten Buschfeuern umkommen oder heimlich von kriminellen Tierhändlern gefangen werden, weil mit ihnen ein gutes Geschäft zu machen ist. Jahrmillionen haben sie überlebt. Doch nun besteht die Gefahr, dass sie in nur wenigen Jahrzehnten ausgerottet werden. Das macht mich ganz krank. Na komm, gib Küsschen. Deine Zunge ist aber schön, mein Schatz. Ce que j'ai fait, ne le faites surtout pas. Ich kann nur davor warnen, den Varanen so nahe zu kommen wie ich, denn sie sind wirklich sehr gefährlich. C'est une histoire qui ne concerne que moi et ces bêtes-là. C'est 20 ans d'amour, 20 ans de voyage, 20 ans de passion. Avec les reptiles. Das Vertrauensverhältnis zwischen mir und meinen Drachen ist etwas ganz Besonderes. Es ist der Lohn für meine Leidenschaft und für meine Liebe zu Reptilien, die seit 20 Jahren ungebrochen angehalten hat.